Herzlich willkommen zu Music Talk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen von der Superboost 2018. Heute habe ich eine Weltneuheit für euch, denn der Pete ist da von Behringer und er hat den Rhythm Designer 808 mitgebracht. Und das ist mehr als nur ein Nachbau der Roland 808. Hi Pete. Hi Non-Eric, how are you? I'm fine. I'm very, very happy to see this because it was my first real drum machine, the original. Yeah, well, I wasn't lucky to have an 808, but I had a 626, which is kind of similar form factor. Nice big drum machine. I spent hours programming that thing, so it's really nice to bring this here to show you guys as a special preview. Genau. Wir sind also beide User. Er hatte eine 606, ich eine 808. Und natürlich freuen wir uns dann jetzt mal ein aktuelles Design mit mehr Funktionen als im Original. So this has more functions than the original. It's not just a one-to-one copy, right? Yeah, that's correct. Yeah. So if you look at people using an 808, I mean, everyone just says the whole thing about an 808 is the kick drum, and people would always put a compressor on that. So we said, oh, well, why not just put a compressor on it? But we said, actually, probably they'd use parallel compression or a transient designer. So we put a transient designer on there. So yeah, it's kind of interesting, and I was just playing with that before, and it has a huge effect on that sound straight away. Also a filter as well, so you can get some playability, some bits and pieces. And Dave Stevenson, the guy back in the office, he's been doing the firmware, and he's put a real sort of interesting workflow, something modern. We've got swing, we've got flam, we've got random natures and ratcheting. Okay, let me just translate this. So, also das Gerät macht deutlich mehr als der 808, ist allerdings totally analog, komplett analog, hat einen Transient Designer, damit kann man jetzt noch die einzelnen Drum Sounds ein bisschen fetter machen, noch ein bisschen modulieren, dazu noch ein analoger Filter und auch softwaremäßig kann die Maschine eine ganze Menge mehr. Er hat mir schon erklärt, dass es zum Beispiel da auch einen Swing-Faktor gibt. Well, next question. Huh? So, I guess it's got analog outputs for each instrument, or how does it work? Yeah, let's take a look. Yeah. So if you remember the old drum machines, what did they have? 8 outputs. Oh, more. Yeah, one for every instrument, as you would want. So yeah, I mean, again, hark back to the days of old. You wanted to mix these outputs, but we've got clean outputs as well. We've got unaffected outputs by the filter and the wave designer. So you've got a lot to play with there. Far more kind of than the original in some ways. But Die Maschine hat für jedes Instrument einen einzelnen Output. Just a quick question. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das Original nicht ein paar gegruppiert hatte. Didn't the original have for some of the instruments a joint output? Yeah, I believe so. Yeah. I didn't own one, but we've got. I wasn't lucky enough like you. But yeah, I mean, my old 626 had individual outputs. I certainly remember that. Because can't remember. I'm not sure. We need to check. Das müssen wir mal versuchen rauszufinden. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob das Original tatsächlich wirklich für jedes einzelne Instrument einen Output hatte. Ich glaube, hier wurden einige Instrumente, ein oder zwei Instrumente gruppiert. So, but this is basically the standard layout of the original. Is there anything for programming here that is different than the original? Well, the original didn't have swing, so yeah, there's quite a few other bits and pieces, and it didn't have the auto scroll and various other things. So yeah, I mean, the guy back at the office who's doing the firmware, he's a drum machine nut, and he's kind of tried to bring it up to date as much as you can, whilst trying to keep it authentic as possible. So yeah, it's that sound with kind of a modern workflow, because there's no big switches and things like that now. So. Also er hat gesagt, also der Sequencer ist im Prinzip noch im Original, so wie er auch in der Roland-Maschine ist. Allerdings ist hinzugekommen Swing, also es gibt hier einen Swing-Faktor, das kann ich sicher sagen, hatte die Originalmaschine nicht. Und er sagte, sie versuchen natürlich so nah wie möglich am Original zu bleiben, aber trotzdem noch so die ein oder zwei Sachen, die man sich eigentlich so heutzutage erwartet von so einer Maschine, das eben auch noch einzubauen. Cool. Let's hear it. Yeah, let's have a listen. You play. There. Was wir jetzt nicht machen können ist, wir durften kein Lineout aufnehmen. Ich muss jetzt also mit Mikrofon mal rangehen.
Pete aber mal fragen, was er da jetzt gerade gemacht hat. Pete, I need to ask, what did you changed quite a lot in the sound. What is this control and how does it work? Yeah, it's just a filter. So yeah, it's a filter designed by Keith in the office. And it's just affecting the overall output of the entire signal. So yeah, but it's kind of in conjunction with the wave designer as well, because that's really beefing that kick and that snare up. I mean, and as you can hear we're here with these speakers, it's a lot of punch to it. But yeah, I mean, obviously it gives you a lot to play with. But yeah, I'm just doing tiny amounts. Okay. Das war alles tatsächlich nur der Filter und der ist auf dem Main Output und ich fand, der ist schon ganz schön aggressiv. It's pretty aggressive. It's a very strong resonance filter, isn't it? Yes, it is, yeah. As you can hear. Yeah. Luckily it's got a control, you can turn it down, but yeah, it's brutal. Das ist brutal und man hat es ja auch ein bisschen gehört, also im Zusammenhang mit dem Filter plus diesem Wave, was steht denn drauf? Resonator, also diesem Shaper, macht das Ding ganz schöne fette Sounds und man kann den Sound auch tatsächlich schon ganz schön stark oder dramatisch bearbeiten, was man so an der Maschine am Original nicht konnte. Frage ich ihn jetzt mal, wie man das denn per USB und so weiter anschließen kann. Is there any kind of USB connection? Would I get outputs to my computer or how would I use this machine together with my Cubase or Logic? Yeah, I mean, it's a traditional analog drum machine, so the audio is, or the USB interface is MIDI. Well, that's it for programming and stuff. But no, there's no USB audio as well. That doesn't come for free. Da das Gerät ein Analoggerät ist, hat es natürlich kein USB-Audio. Das wäre eine gute Idee, sagt er, ja, aber es ist natürlich technisch total aufwendig, weil anders als die Maschinen von Roland, die TR8, die ja ein Modeling-Gerät ist, also digital ist und auf Computerbasis basiert, kann man hier natürlich nur mit unglaublichem Aufwand noch USB-Unterstützung reinbauen. Da müssen wir noch ein komplettes Audio-Interface einbauen und. Und dann sind wir eigentlich schon beim Preis. Das ist ja bei den Behringer Sachen immer ganz besonders interessant. A special feature of your brand is that's usually very affordable. Yes. What kind of price are you aiming at? Oh, it's very competitive, but maybe ask Uli online, so I'm sure he'll tell you. Okay, da traut sich nicht was zu sagen. Ja. Ich hoffe mal, dass das Ding unter 1.000 Euro, kann ich mir gut vorstellen, dass sie das hinkriegen, vielleicht so 600-700 Euro, könnte ich mir vorstellen bei Behringer. Frage ist natürlich immer noch, wann kommt es raus? This is a prototype, of course. First time that we have a chance to show it and to hear it. But when do you hope it will be available? Well, this is in late stages of R&D. So yeah, this is what we call a toolmate sample. So yeah, it should be August, after August sometime. So still this year? Oh, absolutely, yeah. Yes? 100%. Okay. Where do I have to sign for a review application? There's a big queue. All right, I guess. You like it? Yeah, I love it. Yeah, I'd like to, once we're finished with the video, I'm going to play around a little bit, cool. A little bit more, and then maybe I can add some more thoughts on this. But I was really, really sad when I gave away my 808. Yeah. It's been my first real drum machine, and I did a lot of, actually for a band, I used this for demos, and it made me a very tight rhythm guitar player. Yeah, well, you can have that sound again. So. Ja. Ich habe ihm gesagt, ich habe wirklich jahrelang hier in der 808 auch viel so Gitarrensongs, Demos aufgenommen und deswegen glaube ich, ist es für mich, kann mich kaum, ihr merkt das vielleicht schon, ich bin ganz aufgeregt und frage mich jetzt, wie ich dieses Gerät mitnehmen kann, habe ich wahrscheinlich keine Chance. Time to say goodbye. Goodbye, Eric. Bye. Bye.